Hallo miteinander. Herzlich willkommen heute zum Copilot Cowork Webinar vom Prompt zum Autopiloten. Wir haben heute geplant, mal dieses neue Feature anzuschauen von Cowork. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Das wird offiziell im Mai ausgerollt. Also im Mai sollte es dann jeder bekommen. Vorausgesetzt, einige Dinge sind bereits in place bei euch für den Einsatz von Copilot, aber dazu kommen wir später noch. Ganz kurz, was habe ich heute für euch vorbereitet? Einmal, wie kann Cowork dich unterstützen, also wie Copilot euch oder Cowork spezifisch, wie Cowork funktioniert und wie es im Alltag verwendet werden kann. Wir schauen uns noch ein paar Datenschutz und Risiken an, die mit Cowork einhergehen. Das wird wahrscheinlich ein relativ großes Thema, vor allem für regulierte Industrien. Also da denke ich vor allem an Finanzdienstleister oder Versicherungen. Dann gehen wir eigentlich in die Live-Demo. Also ich habe hier bei mir auch Copilot bereits im Einsatz und konnte es den letzten Monat ein bisschen testen und schauen, okay, was kann man schon, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut und am Schluss noch meine Einschätzungen natürlich zum Cowork und eure Fragen. Also wir haben auch Zeit, eure Fragen heute zu Cowork zu beantworten. Schauen wir uns ganz kurz an, was ist Copilot Cowork? Bevor ich starte, was Copilot Cowork ist, will ich aber sagen, was Copilot Cowork definitiv nicht ist. Und hier haben wir ganz klar den Unterschied zwischen Copilot und dem Cowork. Der reguläre Microsoft Copilot war bis anhin da, um zu prompten, einfach um eure Fragen zu beantworten. Also der war eher ein lesender Agent, also das heißt, der ging hin und liest eure E-Mails und kann auch dann Informationen zu dem geben, oder eure Teams-Chats und so weiter. Der Cowork verändert das. Das ist eigentlich eben die weitere Evolutionsstufe, wo Cowork nicht nur Antworten gibt, sondern auch Aktionen übernehmen kann. Das heißt, Cowork kann auch Mails schreiben, also direkt eine Mail beantworten, kann Dokumente erstellen. Das könnt ihr auch mit Cowork natürlich, mit Copilot natürlich, mit dem regulären. Aber hier geht es darum, dass ich ganze Prozesse so automatisieren kann oder zumindest meine persönlichen Prozesse. Also ich gehe nicht hin, frage, fasse mir das Dokument zusammen und dann aus dieser Zusammenfassung gehe ich dann ins PowerPoint und sage dann dem Copilot im PowerPoint, bitte erstell mir eine PowerPoint-Präsentation daraus, sondern ich sage ihm direkt, bitte fasse meine E-Mails oder dieses Dokument zusammen und dann erstelle aus der Zusammenfassung direkt eine PowerPoint-Präsentation. Also ich erkläre den Prozess und erhalte dann in der Theorie ein fertiges Produkt oder ein fertiges Resultat. Ja, wie gesagt, nicht nur ein Informations-KI und was auch wichtig ist, ich würde Cowork nicht als ein Upgrade ansehen, sondern ich würde es ganz klar als ein neues Tool ansehen. Also das ist definitiv ein neues Tool, das ein bisschen andere Spielregeln hat, wie es eingesetzt wird. Das heißt, da ist auch eine gewisse Lernkurve dabei, aber das werden wir nachher in der Live-Demo auch sehen. Was kann denn Copilot jetzt konkret oder Copilot Cowork? Es kann über mehrere Tools hinaus agieren und Aktionen ausführen. Eben wie gesagt, mach mir eine Zusammenfassung, schreib dann direkt daraus ein Mail und versende es. Ich kann, ich sag mal, repetitive Aufgaben automatisieren. Also wenn ihr zum Beispiel jede Woche habt ihr ein Team-Meeting, ihr müsst dazu ein Protokoll schreiben und das Protokoll jede Woche raussenden an die Teilnehmer zum Beispiel. Das wäre so ein prädestinierter Task, um mit Cowork zu automatisieren oder zumindest zu vereinfachen. Und eben mehrstufige Abläufe, also das heißt wirklich, ich kann hier wirklich, ich sage mal, Schritt für Schritt erklären, was ich haben will und bekomme eben das gewünschte Resultat. Eine wichtige Limitation, die es hier zu erwähnen gibt, ist, das ist natürlich alles Microsoft-lastig. Also es ist natürlich wieder mit dem Microsoft 365-Universum verbunden. Die Daten, auf die Copilot zugreifen kann oder die Aktionen, die Copilot ausführen kann, sind natürlich immer von dem abhängig.
Also wenn eure Daten nicht auf OneDrive sind, wenn die Daten nicht in euren E-Mails sind, in SharePoint, dann wird ja Copilot Cowork euch nicht wirklich helfen können. Kommen wir zu den Datenschutzthemen Risiken. Und hier gibt es aus meiner Sicht ein großes Thema und das ist, also das Cowork Claude im Hintergrund verwendet. Also wem das etwas sagt, das ist natürlich von ein Tropic ein Modell und dazu braucht es ein zusätzliches Abkommen von Microsoft. Also dem muss zusätzlich zugestimmt werden. Also das heißt, das ist nochmal etwas, was man zusätzlich administrativ einmal machen muss, aber es hat auch gewisse Komplikationen. Zu dem komme ich gleich. Ganz kurz zum generellen Thema von Cowork. Grundsätzlich, Berechtigungen bleiben gleich. Also das heißt, Copilot, Cowork wie auch Copilot kann nur auf Daten zugreifen, auf die ihr sowieso bereits Zugriff habt. Also das bleibt gleich. Also dieses Governance-Thema habt ihr damit sauber gelöst. Auch sehr gut, Copilot fragt explizit, bevor es sensitive Aktionen ausführt. Also das heißt, bevor es einfach ein Mail versendet, fragt es euch nochmal, hey, darf ich dieses Mail wirklich versenden? Und wieder die verarbeiteten Daten fallen unter den Unternehmensdatenschutz. Das heißt, Microsoft verwendet die Daten, die ihr dort hochlädt, nicht irgendwie für weiteres Training der Modelle. Die Daten gehören weiterhin eurem Unternehmen. So, kommen wir nun zu den Risiken. Wie gesagt, ihr müsst ein zusätzliches Abkommen akzeptieren mit Microsoft. Ihr seht hier, um das Feature zu verwenden, muss eine separate Vereinbarung getroffen werden. Das ist einmalig, das gilt dann für die ganze Microsoft-Umgebung. Wie gesagt, das ist ein Abkommen, um Claude oder eben also das ist ein Tropic hinten dran, um diese Modelle verwenden zu können. Und ein großes Thema dort ist, dass Microsoft dann die Datenverarbeitung in Europa oder der Schweiz nicht mehr garantiert. Also das heißt, Microsoft sagt weiterhin, okay, die Daten gehören euch, das ist nicht das Problem, aber Microsoft kann nicht mehr garantieren oder garantiert nicht mehr, dass die Daten nur in der Schweiz verarbeitet werden oder in Europa, sondern die Daten werden dann in den USA verarbeitet. Und das ist natürlich ein Riesenthema aktuell für regulierte Unternehmen. In der Industrie ist das vielleicht nicht so ein großes Thema, weil es dort nicht so restriktive Regulatorien gibt. Aber für Banken, Versicherungen ist das natürlich zum Teil ein Killerkriterium, dass sie dieses Feature aktuell nicht einsetzen können. Also ich nehme dort stark an, dass die meisten Banken das im Mai nicht ausrollen werden. Also alle irgendwie Finanzdienstleister werden das im Mai nicht bei sich aktiv haben. Kommen wir nun zur Live-Demo. Da habe ich ein paar Use Cases vorbereitet oder so, wie ich es bereits verwende. Und das ist Cowork. Cowork ist, also hier wird es angezeigt als eigentlich ein weiterer Agent. Also wenn ihr Agenten kennt, genau, das wird mir einfach als weiterer Agent hier angezeigt. Also das ist wie ein Agent, wie ein Researcher oder ein Analyst, habe ich jetzt hier Cowork. Und für mich ein sehr nützlicher Anwendungsfall ist der hier. Ich habe ihn, er ist ziemlich lang, er ist ziemlich detailliert, aber ihr seht hier eigentlich, was es braucht, um wirklich gut automatisieren zu können mit Copilot. Scroll ein bisschen rein. Genau, das ist, finde ich zumindest, ein sehr praktischer Anwendungsfall. Ich sage ihm, okay, verarbeite meine E-Mails im Posteingang der letzten 24 Stunden. Weise jede E-Mail eine Kategorie zu. Die Kategorien sind dringend, Handlungsbedarf, wartend oder Referenz. Und dann muss ich ihm natürlich Regeln gehen. Also ich muss ihm jetzt sagen, okay, wie soll er vorgehen? Eben dringend, die sind Dinge, die eine Frist haben von 24 Stunden, haben Handlungsbedarf, warten, Referenz und dann auch natürlich eine Regel, wie Sonderfälle abgehandelt werden sollen. Also wenn vielleicht zwei Sachen gleichzeitig auftreten, also wenn es gleichzeitig vielleicht Handlungsbedarf oder wartend ist, aber gleichzeitig auch dringend zum Beispiel. Genau, also für das habe ich es sehr, sehr praktisch gefunden. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich kann es jetzt mal absenden.
Was er macht, ist, er geht jetzt durch und baut sich einen Plan zusammen, was er machen soll. Das braucht jetzt 'n Moment. Also, ihr seht hier, er baut sich hier so einen Plan auf, hat hier übrigens auch im Output-Folder, Input-Folder. Also, hier, wenn er irgendwas 'n Dokument erstellt, zeigt er euch das hier an. Inputs zeigt er euch hier an. Und Skills, das sind Skills, die er verwendet, wenn er irgendwas machen muss. Also, wenn er 'n Dokument erstellt, braucht er zum Beispiel den Dokumenten-Skill, also den Word-Skill. Wenn er 'n PowerPoint erstellt, holt er sich den PowerPoint-Skill. Wir warten jetzt nicht, bis es hier fertig ist, weil das braucht ab und zu 'n Moment, weil er ist wirklich nicht super schnell. Ihr seht auch hier eben oben Claude Sonnet, das heißt, er nutzt jetzt eben, wie gesagt, diese Claude-Modelle für Cowork. Gehen wir kurz über zu meinem Postfach. Ich habe hier ein paar Mails bereits rausgeholt. Die Automatisierung läuft auch bereits eigentlich jeden Tag. Also, ich habe die bereits automatisiert, sodass die wirklich jeden Tag um 8 Uhr läuft und meine E-Mails kategorisiert. Ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt hier einfach ein paar Beispiel-Mails rausgeholt. Die sind jetzt referenziert. Also, wir haben hier dieses Label Reference. Wir haben hier auch wieder so 'n Mail Reference. Das sind einfach reine informative E-Mails, die ich hier erhalten habe. Und hier habe ich 'n Mail, das eine gewisse Aktion erfordert. Genau, also eben, ihr seht, das funktioniert eigentlich relativ gut, ähm, und habe mal so meinen Posteingang, ich sage mal, aufgeräumt und sehe auf einen Blick, was ich zuerst bearbeiten soll. Also, hier haben wir wirklich eine Aktion ausgeführt und können unsere Daten zum Beispiel labeln. Der ist jetzt noch dran. Ich gehe jetzt hier raus. Also, der wird jetzt, das spielt gar keine Rolle, weil hier hinten seht ihr, dass er da weiterarbeitet. Also, hier, ihr seht in Progress und irgendwann ist er dann fertig. Und dann kann ich hier, also, grundsätzlich muss ich hier gar nicht mehr reingehen, weil mich interessiert es eigentlich gar nicht mehr, weil er labelt jetzt meine Mails und ich sehe einfach das fertige Resultat. Gut, jetzt könnt ihr noch schauen, wie gesagt, es gibt hier oben, könnt ihr natürlich Dateien anhängen, auf Dateien verweisen und so weiter. Was aber wichtig ist hier, ist, wir haben hier sogenannte Skills. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Also hier haben wir gewisse Fähigkeiten, wie zum Beispiel PDFs lesen können, erstellen können, Words lesen, erstellen können, Excel, PowerPoint, Kalendermanagement, Daily Briefings, Scheduling, also einen freien Slot finden, Kommunikation, wo man gewisse Mails zum Beispiel vorbereitet in einem gewissen, ich sage mal, Adressaten gerecht. Und auch sehr interessant finde ich das Skill Management. Hier hat man die Möglichkeit, selbstständig einen neuen Skill zu definieren. Also wenn ich sage, okay, ich brauche einen Skill, der heißt, der könnte sein, ähm, Projekt, Projektmeeting vorbereiten, zum Beispiel, weil ich bin vielleicht Projektleiter, ähm, Skill erstellen, kann das absenden und dann führt mich Copilot geführt durch, wie man jetzt so einen Skill erstellt. Also, er wird ihn jetzt auch, für mich erstellen. Also, das macht er auch meistens automatisch und erstellt eine Beschreibung von diesem Skill. Also, ihr werdet sehen, bereitet das Ganze hier vor. Und was das Ganze ist, also was ein Skill ist, ihr könnt euch das vorstellen, einfach wie spezialisierte Anweisungen. Also, jetzt habe ich hier nachher erhalte ich spezialisierte Anweisungen für Projektmeeting erstellen, vorbereiten. Und die kann ich dann immer verwenden, wenn ich das machen muss. Also, immer wenn ich Projektmeeting erstellen muss, oder 'n Projektmeeting vorbereiten muss, kann ich einfach den Skill reinladen, sagen, es ist für das und das Projekt zum Beispiel und das Ganze starten. Also, ich muss mich nicht immer wieder von vorne erklären, sondern er weiß bereits, was er zu tun hat. Und aktuell kann man bis zu 20 eigene Skills erstellen. Also, bis zu 20 Skills kann man haben. Ihr seht, er hat hier jetzt so 'n File erstellt, Skill-MD. Hier drin beschreibt er eben diesen Skill, den er erstellt hat. Und jetzt, wenn ich zurück auf Cowork gehe, genau, Projektmanagement, Meeting vorbereiten und jetzt sage ich einfach nur noch, für was für 'n Projektmanagement-Meeting und er wird das für mich direkt erstellen.
Also das funktioniert auch sehr gut hier. Wir können hier auch zum Beispiel mal testen, was passiert. Okay, was ist, wenn ich ein Mail versenden will? Eben wie gesagt, das wäre dann eine, ich sage mal, eine heikle Operation. Also hier ist, man versendet automatisch eine E-Mail. Man weiß nicht, okay, was schreibt er da rein? Das könnte auch komplett falsch sein. Hier habe ich das bereits vorbereitet und ich sage ihm explizit: „Okay, ich will, dass du eine E-Mail an diese E-Mail schreibst, mit zum Thema Copilot Cowork, also zu diesem spezifischen Meeting, das wir jetzt gerade haben. Ich will die Person dazu einladen.“ Und das sende ich jetzt mal ab. Es braucht jetzt wieder einen kleinen Moment, bis er ready ist. Und ihr seht hier, er hat jetzt das Mail vorbereitet, aber er hat es noch nicht abgesendet. Also er fragt mich vorher explizit: „Hey, passt das E-Mail? Kann ich das jetzt so absenden oder nicht?“ Jetzt kann ich hier einfach senden sagen, dann verschickt er's einfach. Ich kann aber auch hier hingehen und sagen: „Okay, alle, das, darf er machen und dann alle, die ich zusätzlich abfrage in diesem gleichen Chat, dürfen an ihn versendet werden.“ Also, dann erteile ich diese Berechtigung permanent für diese Session. Also, wichtig nur für diese Session. Wenn ich einen neuen Chat starte, ist das eine neue Session und dort gilt es dann nicht mehr. Ich kann auch sagen, für alle mit dieser E-Mail-Endung, also das pertalk.com, oder ich kann auch sagen: „Ne, in dieser Chat-Session darf er einfach immer senden, ohne mich vorher fragen zu müssen.“ Ich mache jetzt mal, Send, genau, und dann verschickt er dieses E-Mail automatisch für mich. Das ist 'n temporäres E-Mail. Genau, ihr seht, das ist bereits eingetroffen mit der entsprechenden Einladung für das Meeting. Genau. Ich sehe, hier gibt's bereits eine Frage, was in einem Skill beschrieben werden sollte. Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das ein bisschen, recherchiert. Also, grundsätzlich Skill ist sehr ähnlich wie eigentlich die Claude, wer das kennt bei Anthropic, eine Agent oder eine Claude, MD-File, wo man beschreibt, wie sich die AI verhalten soll. Also, hier auch, man hat hier wenige, ich sage mal, technische Eingriffsmöglichkeiten. Das finde ich ein bisschen schade. Also, man kann hier ein bisschen, es ist rein wirklich Text, der beschreibt, wie sich die KI verhalten sollte. Das ist jetzt ein Skill-MD-File. Also, das ist jetzt, nicht der das Projektfile, sondern das ist jetzt das, E-Mail Drafts Only, wo ich, der KI gesagt habe, es darf nur ähm, E-Mail-Drafts erstellen, also nicht direkt senden, sondern er soll zuerst einfach einen Entwurf einer Antwort erstellen. Weil das finde ich sehr angenehm, wenn ich, anstatt dass es direkt einfach versendet, schreibt er mir einen Entwurf und dann kann ich in Outlook gehen und sehe entsprechend den Entwurf. Hier seht ihr, was hier drin steht, also E-Mail Drafts Only, also das ist einfach ein Titel, und gebe ihm die Regeln mit. Also hier kein E-Mail versenden, sondern erstelle Entwürfe, beschreibe, wie er sich verhalten soll. Confirmation, also, hier soll er einfach sagen: „Ich habe es gemacht.“ Also, er soll einfach bestätigen, dass er einen Entwurf erstellt hat und einfach sagen: „Schau es dir bitte an im Outlook.“ Dann können wir hier noch, Override sehen. Also, das heißt hier, wenn ich zum Beispiel explizit sage: „Bitte schick es direkt“, also schick es ohnehin, dann wird er sozusagen den Skill ignorieren und das Mail trotzdem senden. Und hier, gebe ich ihm auch ein paar Regeln mit, wann das appliziert werden soll und wann das eben zum Beispiel nicht appliziert werden soll. Zum Beispiel, wenn ich Kalendereintrag erstelle, soll das nicht appliziert werden, sondern wirklich nur beim Versand von E-Mails. Und hier seht ihr auch, hier oben bei der Description beschreibt man, wann dieser Skill aktiviert werden soll. Ich sage hier, wenn ich sage send, reply to, also antworte, oder forward, weiterleiten,
dann soll dieser Skill aktiviert werden. Das heißt, er hat auch eine gewisse Automatik drin, dass er selbstständig weiß: „Okay, jetzt soll ich diesen Skill aktivieren.“ Das heißt, ich muss nicht die Skills auswählen. Er kann das auch selbstständig machen, wenn er das erkennt. Also, wenn er erkennt: „Okay, der Benutzer will 'n Mail senden und hier habe ich den diesen Entwurfsskill und bearbeite es jetzt mit dem Entwurfsskill.“ Leider muss ich euch sagen, also, der Entwurfsskill, den finde ich genial. Leider muss ich euch aber auch mitteilen, der funktioniert noch nicht wirklich gut. Das Problem ist nicht, dass er Mails dann versendet. Das Problem ist, dass er neues Mail erstellt, es aber nicht mit dem alten verlinkt. Also, es ist nicht wirklich ein Reply to, also, es ist keine Antwort auf ein E-Mail, sondern er erstellt ein neues E-Mail, schreibt die Antwort dort rein, aber verlinkt sozusagen zum alten nicht. Also, der Chatverlauf, wie man es kennt, wenn man jemanden antwortet, den Mailverlauf wird nicht mit angehängt. Ich müsste das jetzt vielleicht noch 'n bisschen optimieren, vielleicht mit anderes Wording, vielleicht müsste ich auch sagen: „Okay, kopiere einfach den Chatverlauf dort rein.“ Vielleicht würde das bereits helfen, aber das ist halt wirklich Trial and Error. Das Ganze ist noch relativ jung, relativ, neu. Das heißt, es wird sich noch weiterentwickeln und wird wahrscheinlich oder hoffentlich auch noch besser werden, eben, dass man dann so etwas auch gut abhandeln kann. Man hat hier eben, wie ich gesagt habe, scheduled. Das heißt, ich kann hier habe ich zum Beispiel geplant, dass er eben jeden Tag meine Mails, triagieren soll, also eben labeln soll, was ist dringend, was ist nicht dringend, was ist rein informativ. Wie ich das gemacht habe, also wie ich das jetzt geplant habe, dass es jeden Tag um 8 Uhr läuft, das ist 'n bisschen tricky. Also, es ist nicht tricky eigentlich, wenn man's weiß, aber es gibt keinen Schalter zum sagen: „Bitte jeden Tag um 8 Uhr starten“, weil man muss es einfach im Text erwähnen. Also, man muss einfach im Text schreiben: „Bitte führe diese Arbeit jeden Tag um 8 Uhr aus.“ Und dann ist es geplant. Dann macht er's bereits. Aber das muss man auch zuerst wissen, dass man das erwähnen muss, damit er's dann plant. Wir haben hier keine Schalter, um das planen zu lassen. Also, auch hier wieder 'n Learning. Das ist natürlich auch 'n praktischer Prompt. Hier sage ich der KI: „Okay, ich habe am Dienstag ein Erstgespräch, durchsuche meine E-Mails, Teams-Nachrichten, Dateien nach allem, was bisher mit diesem Kontakt hatten im letzten Monat. Stelle ein Word-Dokument mit der Zusammenfassung, offene Punkte und 3 mögliche Gesprächseinstiege.“ Das ist natürlich super praktisch. Wäre jetzt etwas, was man auch planen könnte. Also, zum Beispiel jeden Tag morgen um 8 oder besser noch einen Tag vorher soll er bitte den nächsten Tag anschauen, schauen, was für Meetings ich habe und dann mir so 'n Briefing erstellen. Jetzt kann ich das mal absenden und dann werdet ihr sehen, er geht jetzt in meine E-Mails, durchsucht E-Mails, Teams-Nachrichten, Dateien, was ich mit dieser Person bereits geschrieben habe und erstellt daraus, einen Plan, wie er vorgehen soll und wird dann ein fixfertiges Dokument erstellen, das ich dann als Briefing-Dokument verwenden könnte. Es würde eben auch funktionieren, zum Beispiel mit einem Meeting, zum Beispiel einem Team-Meeting. Also, wenn ihr regelmäßige Team-Meetings habt und ihr zum Beispiel dort Notizen schreiben müsst, könnt ihr sagen: „Okay, nach jedem Teammeeting, ich sage jetzt, das Teammeeting ist jeden Dienstag zum Beispiel, sagt ihr: „Okay, Dienstagnachmittag, nachdem das Teammeeting gewesen ist, schau dir bitte das heutige Teammeeting an, fasse zusammen, was besprochen wurde und versende bitte das Dokument direkt an alle Teammitglieder.“ Wäre eine Möglichkeit. Oder speichere es direkt in einen SharePoint ab. Ihr seht jetzt hier, er hat jetzt automatisch, ich habe jetzt keinen Skill ausgewählt. Er hat jetzt automatisch den Skill Word genommen. Das heißt, damit er 'n Word-Dokument erstellen kann. Und jetzt erstellt er mir ein Briefing-Dokument. Sehe, es gab noch 'ne Frage: „Kann Cowork nur auf Programme von Microsoft zugreifen oder auch auf Daten eines ERP-Systems?“ Also, aktuell in der Preview, so wie's jetzt hier steht, nur auf Microsoft-Dokumente. Ich würde annehmen oder ich nehme stark an, dass es sehr wahrscheinlich erweitert wird, dass es dann auch auf ERP-Systeme zugreifen kann. Das ist aber immer Integrationssache. Also, es gibt ja Copilot kann ja heute schon auf Systeme zugreifen. Man muss sie aber verbinden. Also, diese Integration muss man bereitstellen oder, konfigurieren.
Und dort ist es dann abhängig, okay, welches ERP-System verwende ich? Verwende ich ein großes, bekanntes ERP-System, wo bereits diese Integration besteht, dann dann ist der Aufwand überschaubar. Wenn man natürlich aber hier wirklich ein ERP-System hat, das keine Integration, nahtlose Integration bietet, dann wird das relativ aufwendig. Ihr seht, es ist jetzt dieses Dokument. Es ist nicht extrem schnell, aber eigentlich spielt das gar keine Rolle, weil normalerweise wartet man nicht nebendran, und wartet, bis es eigentlich abschließt, sondern man macht irgendwas anderes, geht seiner Arbeit nach und bekommt einfach das fertige Resultat. Also, das ist eigentlich die Idee von Cowork. Ihr seht jetzt hier eben Output-Folder. Er hat jetzt hier dieses Dokument erstellt. Hier seht ihr schon eine Vorschau, wie er mir dieses Word zusammenstellt. Das ist mal die Live-Demo. Eben, da gibt es auch noch weitere Dinge, die man natürlich automatisieren kann. Also alles, was irgendwo sich im Microsoft-Universum bewegt. Also PowerPoints vorbereiten, Excel-Dokumente erstellen, Analysen erstellen. All das könnt ihr natürlich mit Cowork automatisieren oder zumindest teilautomatisieren. Kommen wir zu meiner Einschätzung zu Cowork. Aus meiner Sicht, Cowork ist wahrscheinlich der interessanteste Release oder das interessanteste Update seit Copilot. Also ich sage mal in der Geschichte von Copilot. Die Geschichte ist zwar nicht sehr lang, aber das ist wahrscheinlich das Interessanteste, ähm, weil jetzt eben wir denken jetzt oder zumindest Microsoft denkt jetzt wirklich einen Schritt weiter und sagt sich: „Okay, was ist, wenn man nicht nur eben Fragen beantwortet bekommt, sondern auch effektiv auch Arbeit automatisieren kann, automatisch abarbeiten kann?“ Cowork ist definitiv vielversprechend, aber definitiv noch nicht reif. Also eben wie ihr gesehen habt, es hat noch ein paar eben Macken, ähm, aber das ist ganz normal, ist ein Beta-Produkt und es wird sich auch mit der Zeit noch verbessern. Auch sehr positiv aber das ist, ich sage mal, bei Microsoft wirklich die Stärke. Ich sage mal, das ist das, was, Microsoft ein bisschen ausmacht, ist das ganze Governance-Thema. Also, ihr habt einfach die Sicherheit, dass Copilot nur auf Daten zugreifen kann, auf die die Benutzer auch Zugriff haben. Also, es ist nicht irgendwie, damit können die Benutzer irgendwelche Berechtigungssysteme ausmanövrieren. Das geht eben nicht. Also, das ist wirklich, 'n Riesenvorteil und ich sage mal, das ist der größte Vorteil für Firmen, Enterprise-Firmen, heutzutage. Wie gesagt, Nachteile aktuell definitiv das Thema mit Claude und der Datenverarbeitung in den USA. Also, das wird sicher in der Schweiz und generell in Europa wahrscheinlich aktuell nicht sehr gut ankommen. Dort werden sehr viele Firmen sehr wahrscheinlich warten, bis Microsoft dafür eine Antwort hat. Was hier eigentlich eine wichtige Kernbotschaft ist, es geht eigentlich nicht darum, das beste Tool zu haben heutzutage. Es geht mehr darum, die Tools, die man hat, zu kennen, und zu verstehen. Also eben hier es spielt keine Rolle, ist es heute Copilot Cowork, ist es Cowork von Anthropic oder irgendein anderes KI-Tool. Es geht darum zu verstehen, okay, wie kann man es nutzen und wie können wir es wirklich effektiv für uns einsetzen, für uns im Unternehmen gewinnbringend einsetzen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bedanke ich mich bei allen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat allen geholfen, 'n bisschen das Ganze einzusortieren von Copilot Cowork. Und eben, wer konkrete Use Cases besprechen will, ich bin natürlich erreichbar. Hier sind meine Koordinaten. Ich bedanke mich bei allen und wünsche noch einen schönen Mittwoch.